gibt wieder was Schickes Neues aus dem 3D-Druckbereich, um genau zu sein, von Jesse CAD. Du bist Fan von so einem schicken Offroad-Kit, dein Herz schlägt aber für die Doppelkabine. Kein Problem, in diesem Video bauen wir die Doka mit einem Offroad-Kit. Wichtige Informationen vorab. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein Traxxas TRX4 Sportchassis mit einer 3D-Druckkarosserie. Die Daten für diese Karosserie findest du unten in der Videobeschreibung beim Jesse CAD. Wichtig, bei Jesse CAD kannst du ausschließlich 3D-Druckdateien erwerben mit vielen kostenlosen Add-ons. Drucken musst du dir die Dinge jedoch selbst oder du hast jemanden, der diese Teile für dich drucken kann. Ich beginne damit, das Fahrerhaus runterzunehmen, die Doppelkabine. Dazu habe ich einfach die Haltesplinte entfernt und kann die Karosserie jetzt vorsichtig abheben und zur Seite stellen. Hierbei ganz vorsichtig sein. So. Und auch die Pritsche kommt runter. Das ist hier mit diesen Kugelpfannen gelöst. Auch das können wir ganz schnell runternehmen. Und schon sind wir hier an unserem Chassis. Unsere wirklich sehr schöne klassische Stoßstange müssen wir nun gegen die Offroad-Version ersetzen. Das ist aber gar kein Hexenwerk. Die Frontstoßstange ist mit 4 Schrauben befestigt. Diese einfach lösen und die neue Stoßstange draufsetzen. Die Offroad-Stoßstange ist deutlich dicker. Sie hat hier nochmal so einen schicken, kräftigen Bügel, der diese massive Optik noch ein bisschen unterstreicht. Und wir haben hier vorne die passenden Vertiefungen für unseren Überrollkäfig. Das Wechseln eines Bumpers ist natürlich das eine, der Zusammenbau eines Käfigs etwas anderes. Aber ich möchte dir ein bisschen die Angst nehmen. Kostenlos zum Download liegt auch immer eine wirklich sehr ausführliche Anleitung mit dabei. Dort ist alles genau beschrieben, wie du das zusammensetzen musst und welche Schrauben etc. du benötigst. Den Heckaufbau habe ich hier schon mal fertig zusammengeschraubt. So sieht das Ganze aus und wir bringen den jetzt mal testweise an. Zack, hier vorne mit diesen Magneten. Wie gesagt, das ist alles sehr genau in der Anleitung beschrieben, wie das zu machen ist. Was jetzt aber hier noch auffällt, das hält hier hinten irgendwie gar nicht auf diesen Kugelpfannen. Und dafür gibt es hier solche Teile. Die werden hier einfach drunter geschraubt, sodass das hier jetzt gleich auch richtig schön hält. Wirklich kleines Teil, aber große Wirkung. Die Magnete an sich halten natürlich auch schon gut. Aber wir hören mal genau hin. Perfekt. Und je nachdem, aus welchem Material du das natürlich druckst, ist das jetzt wieder richtig stabil. Und du hast kurz gesehen, der Magnet, der schnappt auch, aber hier hinten, das Teil, das ist wirklich fest. Und mit dem Magnet, ja, der löst sich hier, aber dafür gibt es ja gleich noch den Rest des Käfigs. Und mit dem wollen wir auch weitermachen. Dieser Bereich hier kommt später in die Frontstoßstange, zieht sich hier über die Kabine, hier dieser schöne Mittelteil und dann hier der Rest, und das wird hinten auf diesen Rahmen, den ich hier gerade gezeigt habe, drauf geklipst. Auch das schraube ich jetzt hier einmal vorsichtig zusammen und zeige dir jetzt, wie das Ganze aussehen sollte. Was ich bei den Dateien wirklich genieße, dass später alles so super zusammenpasst und wirklich jedes Detail durchdacht ist. Hier also unser Überrollkäfig für die Kabine. Zeit jetzt auch, dass wir uns dann mal um die Kabine kümmern. An der Kabine müssen leichte Modifikationen vorgenommen werden. Zum Beispiel an unseren Kotflügeln. Wenn wir uns diese hier anschauen, sind diese relativ dünn, sind aber besonders scale und reichen für die normale Fahrweise absolut aus und schließen wunderbar mit der scaligen Frontstoßstange ab. Für unser Offroad-Kit werden wir diese jedoch ersetzen durch diese Teile hier. Du siehst schon, diese sind ein bisschen kürzer gehalten und an den Rändern abgeflacht. Und das hat auch einen Grund, nämlich, dass wir hier im Gelände noch mehr Spielraum haben, noch mehr Platz haben und hiermit nirgendwo hängen bleiben. Zudem passen die super zu dem neuen Frontbumper. Wichtiger Hinweis, dadurch, dass diese hier minimal dicker sind, brauchst du auch
minimal längere Schrauben. Hier noch einmal das Vorherbild, so sieht es jetzt gerade aus. Und hier auch schon das Nachherbild. Ich denke, man sieht sehr deutlich, dass sich das sehr krass nochmal verschlankt hat. So haben wir wirklich ausreichend Bewegungsfreiheit im Gelände. Die zweite Kleinigkeit, die wir an der Karosserie anpassen müssen, siehst du hier. Dieser Bereich hier ist ja dafür zuständig, dass wir die Karosserie mit einer Karo-Klammer am Chassis fixieren können. Aber dieser Bereich wird jetzt ausgetauscht durch dieses Teil. Es unterscheidet sich nur minimal, nämlich in diesem Bereich. Dieses Teil sorgt später dafür, dass wir hier unseren Überrollkäfig enden lassen können und dieser vernünftig an den Seiten getragen wird. Schrauben sind gelöst, zack, altes Teil runter, neues Teil drauf, Schrauben wieder festziehen. Eine Sache von ein paar Minuten. Die Teile sind ausgetauscht, so sieht es jetzt aus. Jetzt geht es daran, das alles zusammenzustecken und dabei sollte uns jetzt auffallen, ob wir einen Fehler gemacht haben oder nicht. Wir nehmen vorsichtig die Doppelkabine und setzen diese einmal drauf. Hierbei natürlich schön aufpassen, dass wir da die Schaltkulisse nicht abbrechen. Das wäre sehr schade. Aha, sitzt doch schon mal richtig gut. Jetzt kommt unser Überrollkäfig. Ziehen das hier mal an den Seiten vorsichtig auseinander. So, die Magnete haften schon. Wir bringen jetzt alles hier in die richtige Position. Das geht auch schon rein, klasse. Und das hier hinten, das lassen wir dann auch gleich draufklipsen. Ich möchte dir nur zeigen, dass du natürlich jetzt auch noch, wenn du das hier einfach abklippst, den hinteren Bereich wegschwenken kannst. Denn du musst jetzt natürlich auch noch den Akku wechseln können. Das ist zugegeben nicht ganz einfach, aber das hier wird nur geklipst und du kannst den Bügel nachher nach hinten wegklappen, sodass du hier den Akku austauschen kannst. Alternativ kannst du dir natürlich auch was anderes einfallen lassen. Hier hinten zum Beispiel eine kleine Box oder sowas drauf mit einem kleineren Akku. Das sollte auch gar kein Problem sein. Wir klipsen das jetzt hier einmal fest. Wollen ja gucken, ob alles passt. Haha, drauf ist es. Cool! Für diesen Heckaufbau gibt es noch ein kostenloses Add-on, nämlich Sideplates. Und ich zeige dir das mal. So sieht das Ganze dann aus. Sieht auch nochmal wieder cool aus. Ich habe es jetzt hier in so einem schicken Grau. Kann man natürlich auch in Wagenfarbe machen. Ich werde das Ganze hier mal eben dran schrauben. Das geht ratzfatz. Es sind nämlich nur 3 Schrauben. Da ist jetzt unsere Doka mit dem Offroad-Kit und das ist doch mal was ganz anderes, wie ich finde. Und wenn wir das hier jetzt einfach mal als Vorlage nehmen und sagen, was könnte man daraus alles machen, dann werden einem wirklich schnell diese wahnsinnig vielen Möglichkeiten bewusst, die man hier machen kann. Wenn du die Dateien erstmal hast, kannst du dir dieses Fahrzeug unter anderem auch in verschiedenen Farben drucken. Also wenn du jetzt mal überlegst, dieses Teil hier in Gelb drucken und vielleicht diesen Überrollkäfig in Silber, ein paar Sponsorenaufkleber drauf, Scale-Details, dann hast du hier wirklich ganz schnell ein ganz individuelles Truck-Trial-Fahrzeug, was ich ja immer besonders cool finde. Und das ist doch mal eine Sache. Auch hier schön diese Sideplates, die jetzt angebracht sind. Auch nochmal was ganz anderes. Hier hinten vielleicht ein Feuerlöscher, dickes Reserverad rein oder eine Kiste nochmal irgendwie für Werkzeug. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und ich bin mir sicher, dass dir da was Tolles einfällt. Aber Moment, das Video ist noch nicht vorbei, denn wichtig ist mir natürlich auch zu zeigen, was passiert, wenn du das hier vielleicht nicht mehr leiden magst und zurück auf deine Pritsche wechseln möchtest. Das Tolle bei diesen Dateien von Jesse.cad ist einfach, dass man immer wieder wechseln kann. Das Ganze ist wie ein großer Baukasten und wenn du diese Teile erstmal hast, kannst du auch deine Single Cap damit umbauen. Das ist wirklich ziemlich cool gelöst. Und ich mache jetzt mal ganz bewusst keinen Schnitt rein und wir nehmen jetzt hier mal vorsichtig die Magnethalterung raus, genauso wie hier hinten. Dann können wir das Teil hier schon vorsichtig nach hinten wegklappen. Ja, wir kommen jetzt zum Beispiel wunderbar schon an unseren Akku dran. Du siehst, das ist hier ein komplettes Teil.
Ich löse das jetzt hier hinten aus den Pfannen einmal raus. So sieht es jetzt hier aus. Ein ganz großer Käfig. Das sieht ziemlich cool aus. Vorsichtig das Ganze abstellen. Ich nehme jetzt die Pritsche, setze hinten die Pritsche wieder drauf, packe diesen wunderbaren Rahmen hier zur Seite und schon hast du deinen Pritschenmock wieder. Das Einzige, was du jetzt hast, ist hier vorne dieser Bumper. Aber, wie du siehst, hast du wieder deine Pritschenversion und das hat jetzt wirklich nicht lange gedauert. Das ist etwas, das finde ich richtig, richtig cool. Alle Videos zu den 3D-Druckdateien findest du in meiner Playlist dazu. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!